Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. Nachdem ich ja vor kurzem gezeigt hatte, wie man Hartschaumziegel für verschiedenste Mauern zuschneidet, geht's nun mit dem Dach weiter. In den folgenden Minuten werde ich euch insgesamt 4 Anleitungen präsentieren, wie ihr die Dächer eurer fertig gemauerten Gebäude decken könnt. Für die erste Variante benötigt ihr ausreichend große Hartschaum- bzw. Styrodurplatten von etwa 5 mm Dicke. Zeichnet dann an den seitlichen Kanten das Maß eurer Dachziegel ein. Ich nehme hier mal etwas längere Schindeln von 1,3 cm, denn ich möchte sogenannte Biberschwanzschindeln gestalten. Solltet ihr eure Schindeln hingegen schlicht und eckig haben wollen, geht natürlich auch ein kleineres Höhenmaß. Zieht dann mit einem weichen Bleistift hauchdünne Querlinien als Orientierung. Drückt beim Einzeichnen wirklich nur ganz leicht auf und nicht in den Hartschaum, um nicht aus Versehen schon mit dem Strukturieren loszulegen. Schnappt euch dann einen weichen Bleistift mit leicht runder Spitze und setzt ihn flach an der untersten Hilfslinie an. Zeichnet dann unterhalb dieser Hilfslinie nebeneinander liegende Halbkreise. Durch die flache Bleistifthaltung bekommt ihr zur höheren Dachziegelreihe eine harte und senkrechte Kante, nach unten hingegen einen seichten Anstieg und weichen Übergang. Vom Scheitelpunkt der Rundung werden dann senkrechte Linien gezogen, um diese danach mit weiteren Halbkreisen zu verbinden. Anschließend fahrt ihr entlang der anderen Hilfslinien fort. Versucht dabei, die Dachziegelreihen immer etwas versetzt zueinander einzuzeichnen. Wer es ganz genau machen will, kann sich hierfür natürlich vorher noch ein paar Hilfsmarkierungen machen. Dann noch ein paar feine Striche als Struktur, um abschließend den Überstand am unteren Rand mit einem Bastelmesser abzuschneiden. Fertig ist eine Dachseite mit Biberschwanzschindeln. Für Variante Nummer 2 braucht ihr ebenfalls ein 5 mm dickes Hartschaumstück. Zeichnet euch zunächst auf der unteren Kante Markierungen im gleichen Abstand ein. Ich habe hier 1 cm genommen. Von diesen Markierungen sollen nun minimal tiefe Einschnitte im Winkel von 45 Grad in beide Richtungen erfolgen. Das geht am einfachsten mit einem Geodreieck. Nach einigen Einschnittlinien könnt ihr natürlich auch den Abstand zwischen 2 Linien ausmessen und mit den Markierungen für parallele Linien arbeiten. In meinem Fall liegen die Einschnittlinien 7 mm auseinander. Anschließend sollte euer Hartschaumstück voller Rauten sein und so aussehen. Nehmt dann wieder einen weichen Bleistift mit leicht runder Spitze und drückt den oberen Bereich jeder Raute etwas in den Hartschaum hinein. Durch die Einschnitte habt ihr oben harte und präzise Kanten, nach unten hin dann wieder einen seichten Anstieg. Nach ein paar stupiden Strukturierungsminuten sieht das fertige Dach dann so aus. Für die dritte Variante benötigt ihr dünne Pappe. Ich habe hier 300 Gramm Tonpapier, aber natürlich geht auch Pizzakarton oder andere Verpackungspappe. Geht zunächst mit einer Draht- oder Feilenbürste in der späteren Längsrichtung über die Pappe. Bei dickerer Pappe bekommt ihr so schon etwas Struktur. Schnippelt euch dann ca. 1,5 cm hohe Streifen zurecht. Schneidet diese dann von einer Längsseite senkrecht ein. Jeweils aber nur etwa 1 cm tief, sodass der Streifen nicht auseinanderfällt. Der Abstand zwischen den Einschnitten sollte etwa 5 bis 8 mm betragen, je nachdem wie breit eure Dachschindeln sein sollen. Wer mag, kann die Ecken der Schindeln dann auch noch anschrägen und hier und da ein paar Fitzel abschneiden. Danach werden die Streifen auf euer Dach geklebt. Ich habe hier mal eben ein Dach aus Hartschaumresten vorbereitet und zur besseren Stabilität der Schindelstreifen ein größeres Stück Tonpapier aufgeklebt. Achtet beim Aufkleben darauf, dass der Abstand zwischen den Streifen gleichmäßig ist und die Schindeln möglichst versetzt angeordnet sind. Nach dem Trocknen dann nur noch den Überstand abschneiden und fertig. Variante Nummer 4 ist wahrscheinlich die kleinteiligste. Allerdings dauert sie auch nicht wirklich viel länger als die 3 vorherigen Versionen. Schnappt euch Balsaholz von 1 bis 2 mm Dicke und raut es von beiden Seiten etwas mit einer Draht- oder Feilenbürste auf. Schneidet dann 1,5 cm breite Streifen ab und schnippelt danach Stückchen in eurer gewünschten Schindelbreite ab.
Wer mag, kann vor dem Abschneiden die Ecken noch etwas kürzen, um Verwitterungen anzudeuten. Tja, und dann, ihr ahnt es, werden die einzelnen Balsaholzschindeln Stück für Stück und Reihe für Reihe aufgeklebt. Am besten wieder auf ein Stück dünne Pappe, das ihr vorher an eurer Dachschräge befestigt habt. Nach dem Trocknen dann nur noch den Überstand abschneiden und schon sind diese 4 Dachvarianten bemalbereit. Ich hoffe, in eure Gebäude wird es nun nicht länger hereinregnen. Welche Variante hat euch am besten gefallen? Schreibt's gerne in die Kommentare oder noch besser, bastelt es nach. Wir sehen uns aber erstmal nächsten Freitag. Bis dann.